Stell dir mal vor, du bist in einem Zoo und beobachtest eine Bärenmutter, die gerade ihr erstes Junges zur Welt bringt. Die Stimmung ist total emotional. Besucher sind gerührt, die Pfleger freuen sich, alles fühlt sich wie ein perfekter Moment an. Und dann, innerhalb von Sekunden, kippt alles in puren Horror. Die Bärin schaut ihr Baby an, kaum größer als eine Handfläche, und statt es zu wärmen oder zu beschützen, frisst sie es einfach auf. Kein Mythos, kein Schockeffekt. Genau das ist im Nationalzoo von Washington passiert. Willkommen zu einer neuen Folge von Mitternachtsfragen. Heute gehen wir einer verstörenden Frage nach: Warum töten Tiere ihren eigenen Nachwuchs? Bevor wir starten, wenn du neu auf dem Kanal bist, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video verpasst. Wenn wir zurück in die Wissenschaft der 1970er Jahre schauen, sehen wir ein ganz anderes Bild. Damals dachte man, ein Tier, das seine eigenen Jungen tötet, muss psychisch gestört sein. Ein Löwe oder ein Bär, der so etwas tut, galt aus menschlicher Sicht als krank. Der bekannte Verhaltensforscher Craig Stanford von der University of Southern California erklärt aber, dass sich diese Sicht komplett geändert hat. Heute weiß man, in den meisten Fällen ist das Töten von Nachwuchs kein Wahnsinn, sondern eine kalte, evolutionär entwickelte Fortpflanzungsstrategie. Ein besonders bekanntes Beispiel dafür sind Löwen. Sie leben in Gruppen, den sogenannten Rudeln. Meist gibt es 1 oder 2 dominante Männchen und fast alle Jungen stammen von ihnen ab. Tauchen aber fremde Männchen auf und besiegen die bisherigen Anführer, passiert fast immer dasselbe. Die neuen Machthaber töten systematisch alle vorhandenen Löwenjungen. So grausam das klingt, für den neuen Löwen hat das 2 klare Vorteile. Erstens stellt er sicher, dass nur sein eigenes Erbgut weitergegeben wird. Zweitens werden die Löwenmütter durch den Verlust ihrer Jungen sehr schnell wieder fruchtbar und paaren sich mit dem neuen Anführer. Die Mütter versuchen oft verzweifelt, ihre Jungen zu verteidigen, aber gegen ein dominantes Männchen haben sie kaum eine Chance. Dieses Verhalten gibt es nicht nur bei Raubtieren. Auch bei Primaten wie Schimpansen und Gorillas wurde es beobachtet. Eine auffällige Ausnahme sind allerdings die Bonobos. Warum ausgerechnet sie? Weil bei Bonobos die Weibchen das Sagen haben. Ein Männchen, das ein Jungtier angreift, würde sofort von mehreren Weibchen attackiert werden, ein viel zu hohes Risiko. Dazu kommt, Bonobos paaren sich extrem häufig mit wechselnden Partnern. Kein Männchen weiß also sicher, welches Jungtier wirklich von ihm ist. Und wer würde schon riskieren, sein eigenes Kind zu töten? Noch extremer wird es bei großen Tümmlern, also Delfinen. Männliche Delfine haben ein erstaunlich gutes Gedächtnis für ihre früheren Partnerinnen. Trifft ein Männchen auf ein Weibchen, mit dem es sich noch nie gepaart hat, und sie hat bereits ein Kalb, versucht er oft gezielt, Mutter und Junges zu trennen. Manche Männchen rammen das Kalb immer wieder, bis es stirbt. Das Ziel ist klar. Das Weibchen soll schnell wieder empfängnisbereit werden, diesmal für ihn. Noch düsterer wird es, wenn Töten und Kannibalismus zusammenkommen. Der Komodo-Varan zum Beispiel frisst Jungtiere sogar dann, wenn er eigentlich satt ist. Deshalb verbringen junge Komodo-Varane ihre ersten Lebensjahre fast ausschließlich auf Bäumen, weit weg von den gefährlichen Erwachsenen. Selbst Tiere, die wir als harmlos ansehen, zeigen diese Seite. Präriehunde sind Vegetarier und trotzdem töten sie. Wenn ein Weibchen merkt, dass eine Nachbarin ihren Bau verlassen hat,
schleicht sie sich hinein und tötet deren Junge. Der Grund? Weniger Konkurrenz und bessere Überlebenschancen für die eigenen Nachkommen. Ähnliches sieht man bei Vögeln wie dem Lämmergeier. Das zuerst geschlüpfte Küken ist stärker und bekommt den Großteil des Futters. Manchmal so konsequent, dass das jüngere Geschwister verhungert oder sogar aktiv getötet wird. Am verstörendsten ist es aber, wenn die eigenen Eltern zu Tätern werden. Hamster, Nagetiere, Reptilien und sogar Fische tun das. Der Biologe Douglas Mock von der University of Oklahoma sagt, dass wir hier oft einen entscheidenden Fehler machen. Wir betrachten Tiere mit menschlichen Gefühlen. Wir sehen ein süßes Baby. Die Natur sieht dagegen Energie, Kosten und Überlebenschancen. Eine unerfahrene Mutter, die zum ersten Mal wirft, steht oft unter extremem Stress. Hat sie zum Beispiel 3 Junge, von denen 2 schwach oder krank sind, trifft sie eine radikale Entscheidung. Sie frisst die Schwächeren. So gewinnt sie Energie zurück und kann sich ganz auf das eine gesunde Junge konzentrieren. Aus evolutionärer Sicht erhöht das dessen Überlebenschance enorm. Gleichzeitig verhindert sie, dass der Geruch eines toten Jungtiers Raubtiere anlockt und den ganzen Bau gefährdet. Und damit zurück zu dem Fall vom Anfang, der Bären im Nationalzoo. Sie fraß nicht nur ihr erstes Jungtier direkt nach der Geburt, sondern tötete und fraß 1 oder 2 Wochen später noch ein zweites von insgesamt 3 Jungen. Das 3. Junge ignorierte sie komplett. Die Pfleger mussten eingreifen. Sie retteten das letzte Junge und versuchten, es von Hand aufzuziehen. Und jetzt kommt der wirklich erstaunliche Teil. Bei den Untersuchungen stellten die Tierärzte fest, dass dieses 3. Junge schwer krank war. Sehr wahrscheinlich waren auch die beiden anderen von Anfang an krank. Kurz darauf zeigte sich, alle Lippenbären im Zoo waren an Grippe erkrankt. Das bedeutet, die Mutter wusste es wahrscheinlich von Anfang an. Sie spürte die Krankheit ihrer Jungen lange bevor Menschen es erkennen konnten. In ihrer Welt war die Entscheidung logisch. Entweder Energie in kranke Junge stecken, die keine Chance haben, oder sie als Nahrungsquelle nutzen, um selbst stark zu bleiben. Am Ende dieser Reise durch die dunklen Seiten der Natur sollten wir nicht nur Ekel empfinden. Die Wildnis ist kein Disney-Film, aber sie ist auch nicht sinnlos grausam. Hinter fast allem steckt eine tiefe Logik des Überlebens, die wir bis heute nur teilweise verstehen. Die Welt der Tiere ist komplex, widersprüchlich und brutal ehrlich. Und während Tiere sich gegenseitig fressen, essen wir Menschen am Ende auch Tiere. So, das war's. Gebt uns ein Like, damit wir sehen, wer bis zum Ende geblieben ist. Wenn euch heute Nacht noch eine Frage einfällt, schreibt sie in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.